Alrighty sein und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti. Und heute wieder auf dem Server W53, wo ich vor 2,5 Wochen das letzte Mal eine Players to Watch gemacht habe. Dieser Server ist ja für mich sehr interessant, catcht mich ja immer wieder. Und jetzt ist der neue Server da, W55. Muss man natürlich auch nochmal in den älteren Server reingucken. W54 haben wir eher ein bisschen Gameplay gehabt zuletzt. Aber auch da schaue ich mir irgendwann nochmal die Players to Watch an. Hier jetzt auf W53 ist vor allen Dingen für mich interessant zu sehen, was ist passiert in 2,5 Wochen. Sieht man Progress durch den legendären Dungeon. Ne? Wer ist aktiv, wer ist vielleicht nicht mehr aktiv? Das sind so die Fragen, die ich mir gerade stelle. Und wir werden jetzt auch reingucken. Ich schaue mir das im letzten Video wieder an, wie der Char dort ausgesehen hat. Und ja, am letzten Mal war ich auch ein bisschen kränklich, deshalb ohne Cam. Jetzt wahrscheinlich zu eurem Nachteil wieder mit Cam. Wir fangen jetzt gleich mal an. Balthasar hatte sich nochmal gemeldet. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir fangen natürlich wieder an durch das Alphabet mit Arcadia Miran. Und ja, da sind 17 Level erstmal passiert in den 2,5 Wochen, was nicht wenig ist. Ja, das ist definitiv nicht wenig. Ich muss jetzt mal gucken, dass die Untertitel ausschalte, sehe ich nämlich mehr. Und ja, hier vermute ich, ja, ganz klar. Also hier ist komplett umequipped worden. Wir sehen auch die neuen Items sind am Start, hat auch den Basiliskenzahn bekommen, also komplett im Legi durchgespielt. Ja, Rang 2 in der Ehrenhalle derzeit. Ja, krass. Also wäre sehr krasser Char, muss man mal so sagen. Und GZ dafür an dieser Stelle. Asmi Sado kommt als nächstes dran. Ich muss mal wieder rundgehen. German Fighters war er ja vorhin auch, oder das letzte Mal auch. 228 ist er jetzt im Level, damals 220. Wir schauen mal. Er hat weitestgehend die gleichen Items drin, hat aber ein legendäres Item bekommen. Zumindest eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das einzige ist, was er bekommen hat tatsächlich. Vielleicht Free-to-Play gespielt. Ja, weil er dieses 5-Euro-Projekt spielt. Oder ob er nicht mehr Runs geschafft hat wegen anderen Chars. Aber er spielt aktiv und das ist erstmal die Hauptsache. Alles andere kommt über die Zeit. Das sind ja 2,5 Wochen, da passiert halt nicht viel. Free-to-Play, da sind 8 Level vollkommen okay. SA könnte ich hier nochmal gucken. Es ist 1% gegangen. Naja, ist okay, würde ich sagen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu Balthasar. Balthasar hatte geschrieben, dass er eigentlich gar nicht hier dabei sein wollte. Pech, mein lieber Junge. Jetzt bist du drin, jetzt kannst du auch nicht mehr raus. Da musst du schon inaktiv werden, ja, um hier rauszufallen. Nein, wollte mir noch ein bisschen mehr über die Gilde erzählen. Ich glaube, weiß nicht, ob da noch viele Infos kommen. Er hat aber 21 Level auch geschafft. Er hat jetzt hier leider Farm-Equipment drin. Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Wir sehen aber, er hat den entsprechenden Stab für den Magier auf jeden Fall bekommen. Hat auch einen schönen Stein da reingeballert, sehr stark hochgenommen. Ich denke, dass er prinzipiell auch noch mehr Legis gefarmt hat. Auch sehr, sehr stark unterwegs hier. Also, ja, SA muss ich ja fast gar nicht mehr gucken. Ja. Also, das ist schon, ja, was soll ich sagen? Muss ich mir fast nicht angucken, ja, obwohl da trotzdem fast über 2% gegangen sind, also auch stark. Und der kommt gleich noch der nächste hier, wenn ich es dann sehe. Estarossa. Oh, hier jetzt ganz interessant. Damals bei Kite Shelter, jetzt auch bei der 2. Legion unterwegs und ist auch voll mit Legis ausgestopft. Bis zum geht nicht mehr. Auch sehr stark unterwegs als Berserker 348 ist alles Top-Spieler. Wir gucken mal in die Basic-Skills. Oh, er hat jetzt hier die 10 Millionen voll gemacht bei beiden. Ist jetzt bei 6.900 Basic-Skills. In total gucken wir mal hier. Balthasar bei, was habe ich gerade gesagt? 6.000 habe ich jetzt gerade. Was habe ich gerade gesagt bei Estarossa? Sorry. 6.000, doch so, sind ja 6.900. Bei Balthasar sind wir bei etwas weniger. Arcadia Miran. Oh, ja, sogar ein bisschen mehr. Also auch knapp. Knapper Fight hier zwischen den Spielern. Stark. Also die Gilde ist Anlaufstelle für Top-Spieler, ja. Muss man mal so sagen, ja. Aber auch verdient. So, dann kommen wir mal zu Firestorm. Wieder eher in Richtung Free-to-Play. Aber, oh, hier sind, wie viele Level sind denn hier gegangen? 42 Level bei Firestorm. Da ist wirklich ein Feuersturm ausgebrochen, möchte ich sagen. Ich sehe, ich weiß jetzt leider nicht, ob das der gleiche Stein ist, den er damals schon hatte.
Oder ob das ein neuer Stein ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Leider nicht. Weil ich da nicht drüber geguckt habe. Wir sehen aber ein legendäres Item definitiv. Also da ist was passiert. Aber wow, also wahrscheinlich einige Dungeons einfach mal nachgeholt. Und danke für den Shoutout nochmal, als der beim letzten Mal nicht da war. So, dann schauen wir mal zu Gargamel. Ich will immer sagen, dass er noch relativ neu ist, aber mittlerweile ist er auch eine feste Bestandsgröße hier bei dem Players to Watch. Bei den Schattenlauschern ist er nach wie vor dabei, auch ein schöner Gildenname. Hat auch fast 30 Level geschafft, immerhin. SA ging auch gut was voran. Wir sehen hier auch immerhin ein Legi. 2, 3. Na, okay. Könnte Free-to-Play gespielt worden sein mit etwas Glück oder ein paar mehr Runs vielleicht bekommen. Ist jetzt schwierig zu sagen, aber er hat auf jeden Fall auch gut attributiert. Ist kein Top-Char, aber ist auf einem guten Weg dahin. Spielt das, glaube ich, nicht schlecht. Erna halt jetzt auch weiter oben. Also über die Zeit, wenn er das durchhält, wird er da auch nochmal deutlich nach vorne kommen. Ja. So, kommen wir mal zur Gurke. Auch in der 2. Legion unterwegs, aber er war auch schon vorher in der 2. Legion. Er hat 18 Level gemacht. SA-technisch ist auch fast 3% gegangen. Oh, hat sich ein komplettes Set gegönnt. Also keine Legis. Aber dafür ganz viele auch orange Steine. Da hat er auch investiert, ist damit auch in den Top-Rängen unterwegs. Die Gurke zieht also auch schön weiterhin an, um hier dabei zu sein, die Gilde zu unterstützen, sich selber natürlich auch hochzuhalten. Als nächstes Hammer, Hot and Spicy, ist er nach wie vor, hat fast auch, warte mal, nee, 15 Level, glaube ich, sind es, oder? Wie viele Level sind das? Ja, 15 Level gemacht, auch solide. SA 2%, sich ein bisschen verstärkt. Er hat auch ganz neue Items drin, wir sehen auch viele Legis. Also er hat auch gut den legendären Dungeon durchgespielt, hat das Glück bekommen, auch viele verschiedene Legis zu erhalten. Also dahingehend, oder viele Runs gemacht, ne? Das kann natürlich sein. Aber sieht sehr gut aus, auch ähnlich eigentlich wie Gargamel unterwegs. Habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon erwähnt, genauso wie der nächste auch hier, Ims, dabei. Also Ims hatte aber einen größeren Levelsprung jetzt gemacht, von 253 auf 291 und ist nach wie vor bei den Beobachtern. Hier wiederum haben wir ja nicht so viele Legis, die man sehen kann. Eigentlich nur... Eigentlich nur 1, aber ein Monat Free-to-Play-Projekt beendet, 3-mal schneller mit der normalen Pay-Variante, ist gleich 50% Pet, 20 Daily Spins und 23 Alu. Normale Pay-Variante. Was heißt jetzt 50% Pet? Komme ich gerade nicht. Ach, er meint das Mount, oder? Du meinst doch das Reittier, das ist nicht das Pet, muss man aufpassen. Aber ja, man bezahlt mit 320 Alu, wenn man spielt, 50% Mount und theoretisch 20 Daily Spins per Pilze, bezahlt man schon eine Fixsumme. Man kriegt zwar ein paar Pilze durch die Startquests und auch durch manchmal Events oder auch durch das Glücksrad, aber man kann grob einschätzen, wie viel es kostet, wenn man halt eben keine Lucky Coins einsetzt. Und da muss ich sagen, ist das Glücksrad natürlich teurer als 320 Alu 50% Mount zu bezahlen. Aber man muss das alles mit einkalkulieren, definitiv. So. Schöner Progress aber auch bei ihm. So, Nikes, auch bei den Beobachtern gewesen, ist er nach wie vor, hat auch Level gemacht. Hier sehen wir auch ein paar Legis. Leider keine legendäre Waffe, hat also kein Glück gehabt, aber ein paar Bilder hat er bekommen fürs SA. Dementsprechend SA auch fast 5% hochgegangen, sehr stark. Ja, solide, gute Leistung und ja, würde ich vielleicht ins ähnliche Feld einschätzen wie die anderen 4, natürlich mit ein bisschen Rückstand. Einer, der ein bisschen drüber ist dafür, ist Olaf Scholz. Er hat sich von 293 auf 314 gespielt. Im SA ging nicht mehr so viel, hat trotzdem 3% auf jeden Fall geschafft. Wir sehen auch hier das ein oder andere legendäre Item. Leider auch keine Waffe und auch nicht so viele Steine. Also das ist dann der große Unterschied zu den anderen Spielern nochmal im höheren Level, die wir gesehen haben, dass die da halt auch mehr Pilze-Versuche investieren. Dennoch ist er sehr stark unterwegs nach wie vor und auf dem Weg in die Top 150 oder er schafft es vielleicht sogar schon in die Top 150. Als nächstes gucken wir uns an den Onkermann.
Onka. So, Goldregen war seine Gilde damals. Goldregen ist es nach wie vor, 23 Level gespielt. Etwas im legendären Dungeon unterwegs gewesen, keine orangen Steine so grob mehr bekommen oder nur den einen. Auch einer jetzt in der Kategorie von der Ehrenhalle eher also wirkliches so Verfolgerfeld, wo man dann in ein paar Monaten oder so dann sehen kann, wenn man es durchzieht, wie weit oben man tatsächlich in der Ehrenhalle steht. Ja, gehen wir nochmal einen Step weiter nach oben zu Paschi. Paschi bei der zweiten Legion 12 Level gemacht, auch ja, fast alle in dem Bereich sind voll legisiert und vor allen Dingen auch voll orangesteinisiert. Damit alle. Sorry für das Gehen, ist schon spät. Es gehört nicht zum. Damit alle einfach mal ja, in der Gilde auch profitieren. Beziehungsweise in den Gildenfights auch, dass man da stark dasteht. Hier können wir auch nochmal gucken, er ist von den Skillwerten jetzt nicht so mega weit weg. Von den anderen 6900 war so der Topwert, den wir bisher gesehen haben. Und den können wir uns auch bei Recall noch angucken. Aber was ist bei Recall passiert? Ist Recall nicht mehr aktiv? Kai Shelter war er gewesen, 341. Er ist immer noch 341. Was ist mit Kai Shelter passiert? Ist Kai Shelter, müssen wir uns gleich mal angucken, kaputt gegangen oder was? Ronny. Yeah. Zweite Legion, 331er Level. Ist jetzt zweite Legion natürlich auch immer noch 349er Level. Auch einer, der so stark spielt. Wieder mit Alu-Equipment drin. Drücken wir uns trotzdem mal die Basic Skills an. Er ist von den Basic Skills jetzt sehr weit oben mit dabei. Oh. Hardcore. Die battlen sich alle. Die schenken sich nichts da oben, ja. Auch Schaufler ist stark unterwegs. Können wir auch mal sagen, Schaufler 323 gewesen, jetzt 338 und er hat voll Legi-Equipment drin, Waffe, alles dabei, orangen Steine. Wir sehen auch alle von den Werten relativ gleich. Also das ist alles aktuell stark. Schako war bei LB Team, ist jetzt aber bei Goldregen. Ja, Goldregen haben wir jetzt auch schon ein paar Leute hier gesehen. 12 Level hat er gemacht, 2% SA hat er gemacht. Legi sehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht kann er es nicht einsetzen oder er hat es nicht gespielt. Das muss er uns selber sagen. Verfolgerfeld, aktiv am Ball bleiben, freut sich die Gilde Goldregen definitiv. Simon 774. Da schauen wir auch mal rein. 297 war er gewesen, jetzt 321 GZ. Auch ein schöner Sprung nach vorne, 4% SA. Legendäre Waffe bekommen, sehr fett. Ansonsten gar nicht so viele Legis drin, aber vielleicht 2-3 Runs gemacht und gleich die Waffe bekommen. Ist natürlich dann entsprechend eine super Sache, ja. He's proud member of the Pleasures und das ist die Hauptsache, dass man da auch Spaß hat, ne, wo man spielt. Oh, da kommen wir ja noch zu weiteren Top-Spielern. Sir Daviel, ich vergesse mal, wie viele Top-Spieler der zweiten Legion mittlerweile bei mir in der Players to Watch sind. 338 war sein altes Level, jetzt ist er 351. Ja, hier ist ganz klar, hier sind auch die Steine gleich nochmal ein Deut weit besser, wahrscheinlich wegen der besseren Mine vor allen Dingen. Ich habe aber oben auch nicht bei allen geguckt. Die Basic Skills, er ist sogar über... Okay, das war gerade Emma auf der Babyphone, süß. Sogar über 7000 Basic Skills, sogar dann noch ein bisschen stärker unterwegs, zwar vom Rang gerade ein bisschen niedriger, aber das hat ja nichts zu sagen. Krass, was da los ist. Telco ist ja aber auch nicht so schlecht unterwegs. Bei der Hero Factory hat er sich von 246 auf 274 hochgemacht. Hier sehen wir auf jeden Fall auch ein paar legendäre Items, leider aber anscheinend auch keine Waffe bekommen, trotzdem normale Epics dann eingesetzt. Also hier ist auch ein Progress nach vorne zu sehen, ist auch deutlich in der Ehrenhalle vorgekommen. SA, das ist ein sehr guter Assassine, der sich langfristig auch schön oben festsetzen kann, wenn er das weiter so macht, Helgo. Bleiben Sie dort am Ball. So, jetzt war Kai Shelter halt die Frage, was ist mit Kai Shelter? Torpedo, beste Spieler gewesen in der letzten, gefühlt in der letzten Auswertung, on top gewesen, 350. Ist jetzt 364 und heißt also vom Level her ganz weit oben dabei, auch komplett ausgerüstet. Die Steine ähnlich gut wie bei Sir Daviel, vielleicht sogar einen Ticken besser.
Basic Skills sind auch über 7100, also weiterhin on top dabei. Das ist aber sehr, sehr eng. Also krass. Also die schenken sich auch nichts. Also da hält Torpedo mit Kite Shelter entgegen, aber ansonsten habe ich jetzt von Kite Shelter eher rein von der Players to Watch her negativere Sachen gesehen. Deshalb müssen wir gleich nochmal gucken. Vorher aber nochmal bei Trivo gucken. Pilsener Harzer von 327 auf 345 auch hochgekommen. Hält sich in den Top 50 mittlerweile fest. Hat 2 legendäre Waffen bekommen für seinen Assassin. Das ist natürlich eine richtig fette Ausbeute. GZ dafür an dieser Stelle so viel Glück. Hatte ich dann tatsächlich auch, dass ich dann 2 Waffen fast hintereinander bekommen habe. Ja, das sieht schon nice aus. Die muss ich auf S41 noch einsetzen. Vita bei und die Crew. Was hat Vita gemacht? Er hat 283 als Level, bringt er mit, ist jetzt 291. Das ist also nicht ganz so viel passiert. Ich sehe auch nur ein legendäres Item. Die anderen Items sind auch nicht alle aktuell. Zumindest aber auch ein zweiter legendärer Stein ist ins Spiel gekommen. Also da wurde was gemacht, aber vielleicht auch nicht so ganz so viel. Dementsprechend da entspannteres Vorgehen. Er ist im Rang jetzt auch zurückgerutscht dadurch. Trotzdem hat er natürlich einen starken Char. Also für die Gilde sicherlich auch super. Und Frio, Shio, der Shio Frio, ja, last but not least, 12 Level gemacht in seiner eigenen Gilde. Ein Legi-Run mindestens. Vielleicht auch 4-mal das gleiche Epic bekommen. Nein, aber wenn Free-to-Play, denke ich mal, sind vielleicht 2 Versuche gewesen maximal. Aber man muss auch die Zeit dann finden, das zu machen. Aber weiterhin aktiv am Ball. Also wir haben nur einen Spieler, der tendenziell nicht mehr aktiv ist. Das ist Rekill. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie sieht es jetzt gerade aus mit den Gilden. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gemacht. Okay, ich habe erst dann doch hier mal reingeschaut. Ganz nach oben. Ach, guck mal, da ist Silver. Das Silver, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist das der Silver, den ich kenne? Das wäre jetzt mal interessant. Letztes Mal war Members weit oben. Wie heißt der denn, Members? Ach, hier, Zombie sehe ich aber auch schon wieder weit oben. Achso, da ist ja Members, habe ich gar nicht gesehen. Die zweite Legion führt die Gilden mittlerweile an. Die führen die an. 340er Level, im Schnitt 763. Wie war das damals gewesen? Habe ich doch bestimmt auch reingeguckt, oder? Habe ich mir das nicht angeguckt? Habe ich mir nur die normalen Ehrenhalle angeguckt? Anscheinend weiß ich gar nicht. Also ich habe es anscheinend so gemacht. Pleasures kommt als nächstes vom Durchschnittslevel 7 Level dahinter. Ritterhalle 30 Level dahinter. Husaria als drittes im Moment. Haben alle auch schon die Raids mit 324. Okay, Kite Shelter. 332. Okay, die kämpfen vom Level mit Pleasures. Was? Weiß ich nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen abgebaut haben. Spieler verloren haben, Rekill ja inaktiv. Andere auch teilweise zur zweiten Legion gewechselt. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Sie waren Elevator Rang 1. Also, sie haben definitiv verloren. Also, zweite Legion als Elevator Rang 3 damals. Große Gewinner der Situation, was da auch immer passiert ist. Also, ja, es hat sich wirklich angedeutet, muss man sagen. Die Spieler haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen und lassen sie ja immer noch. Pilsener Harzer sehen wir oben auch. Hot and Spicy, das sind Gilden aus der Players to Watch und die Crew hier sogar. Ja, ne, also, ne, wo ich sagte, hier 234, ne, so ein Spieler jetzt wie, wo ist er? Wie hieß er? Ist jetzt doof? Vita, oder? Klar, Vita. Vita führt die Gilde doch hier an, fast an vom Level. Und der ist doch bei mir in der Players to Watch, ne? Genau. Ja, das sind halt sehr, sehr wichtige Spieler dann für die Gilden. Er hat das höchste Level. Also das ist dann auch schön, dass man solche Leute begleiten kann. Ja, also macht mir wie immer Spaß auf dem Server. Natürlich wird das Intervall der Players to Watch immer sich weiterziehen. Wenn ich denke, ich schaff's, mache ich es natürlich mal. Aber ihr müsst immer dran denken, ich sehe es, wenn ihr es dann nicht mehr aktiv seid. Und dann gibt es ein Du, genauso wie bei Rika. Also, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, trotz der ganzen anderen Neuigkeiten und neuen Server. Entspannte W53 Players to Watch, haut auf jeden Fall rein, macht das. Tschüss, Servus, euer Basti.